Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, bevor wir auf die News zu sprechen kommen, erstmal ein kleines Ding in eigener Sache. Und zwar habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden, weil ich ja gestern im Video gesagt hatte, dass ich eventuell heute Abend streamen möchte. Das werde ich leider absagen. Die Vernunft hat in mir jetzt erstmal noch gesiegt, denn ich bin ja immer noch ein bisschen leicht angeschlagen. Deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal noch mich ein bisschen schonen und ja, da so ein Stream ja meistens immer ein bisschen länger geht, so 2-3 Stunden oder noch mehr, geht das mit der Zeit, das ganze Gerede auch ziemlich auf den Hals, sag ich mal. Und das ist natürlich für den dann auch nicht wirklich sehr gut, dass der sich dann auch in der Zeit ein bisschen regenerieren kann. Deswegen werde ich mich diese Woche auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen zurücklehnen, was das angeht. Aber ich hab wirklich so dermaßen Bock zu streamen. Ja, ihr glaubt mir das nicht. Ich habe momentan wirklich extrem Bock zu streamen. Aber ja, momentan ist es noch nicht ganz so an der Zeit, würde ich sagen. Deswegen, aber die Daily-Videos, die 10 Minuten, die verkrafte ich auf jeden Fall. Die gibt es natürlich auch weiterhin. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall, denke ich mal, gut, dass wir uns ein bisschen zurücklehnen, damit wir dann nächste Woche, wenn die ganzen tollen Neuigkeiten und Events dann auf uns warten, die ich euch jetzt auch gleich präsentieren werde, dass wir bis dahin dann auf jeden Fall wieder komplett genesen sind. Ja? Und zwar gibt es Neuigkeiten, die gerade relativ frisch sind. Um 12 Uhr mittags wurden die heute gepostet und da sind einige Ankündigungen über das Pfingst-Event jetzt mit drin enthalten und den Elevator, der auch mit einhergeht mit dem Event. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal direkt rein in die News. Elevator, Ankündigung und Pfingst-Event. Hallo HeldInnen und HeldN. Die letzten Wartungsarbeiten am Elevator laufen auf Hochtouren, um sicherzustellen, dass der rasanten Pfad in den infernalen Abgrund am kommenden Donnerstag, den 23.05. auf F9, das ist auf meinem Server, schon am 22.05. ab 16 Uhr nichts im Wege steht. Ja, also am 22.05. auf meinem Server hier, F9, werden wir da auf jeden Fall auch schon mal direkt reingehen, würde ich sagen. Ja. Die Ebenen der Hölle dürfen sich erstmals auf eine extra Abreibung eurer Gilden gefasst machen. Freut euch daher auf den bevorstehenden Höllenangriff. Da bin ich mal wirklich absolut gespannt, wie ein Bettlaken, wie Pfeil und Bogen etc. pp., was es damit auf sich hat. Denn es scheint mir so, es klingt auf jeden Fall so, als ob dieser Abteil hier auf jeden Fall eine Erweiterung des Elevators darstellt. Da bin ich natürlich sehr hellhörig. Elevator ist natürlich auch ein sehr cooles Event, auch unter den Free-to-Play-Spielern unter euch auch wirklich extrem beliebt. Und deswegen, wenn der natürlich auch erweitert wird, immer cool, immer schön. Erweiterung, kann man immer gut gebrauchen, immer geil. Neuer Content, freut sich, denke ich mal, jeder drüber. Und genau, der 22.05., das ist ein Mittwoch. Ich glaube, da habe ich Nachtschicht. Da werde ich euch künftig nochmal genauer erzählen, wie ich da für euch streamen werde. Aber auf jeden Fall werden wir uns das dann an dem Tag dann auch gleich anschauen, am 22.05. Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir einen Tag vor den offiziellen Release auf allen Servern, das auf unseren Testserver sozusagen schon spielen können, also auf F9, wo hier mein Main-Account ist, kann ich das natürlich einen Tag für euch vorher schon testen und gucken, was die Features oder die neuen Sachen so beinhalten, damit ihr euch schon mal für den Tag danach schon mal so eine Art Schlachtplan anfertigen könnt, damit ihr dann auch nichts verkehrt macht. Deswegen ist das immer ganz nützlich, sag ich mal, auch wenn es viele Nachteile hat, auf Testserver zu spielen. Das ist dann immer so der Vorteil, vor allen Dingen als Creator, dass man das in einen Tag vorab schon zeigen kann. Ja, zusätzlich dürft ihr euch ab Freitag bis einschließlich Pfingstmontag, den 20.05. auf diese Vielzahl an Pfingst-Events freuen. Beseelter Sale, also sie hauen hier auch direkt wieder ein paar Pakete raus zu Pfingsten. Das gab es letztes Jahr auch schon. Wer sich fragen sollte, was es mit diesem Beseelter Sale auf sich hat, was
hat das für Pakete, welche Pakete beinhaltet das, werde ich euch gleich auch zeigen und ob sich das auch für euch lohnt an der Stelle. Prachtparade der Pilze haben wir wieder, also 20% Aktion, lohnt sich also wieder aufzuladen. Glanzparade des Goldes haben wir, Epic, Kaufrausch, Extravaganza, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens und Tag der verlorenen Seelen. Also auf jeden Fall sehr viele coole Events, auch wirklich über ein verlängertes Wochenende von Freitag bis einschließlich Montag. Ja, und dann haben wir hier noch kurz die Vorschau aufs nächste Wochenende. Erfahrungsreichtum, Sanduhr steht Kopf, Epic Kaufrausch nochmal und Tag des heißen Eisens. Also darauf folgend nochmal ein Epic-Event. Sehr cool, denke ich mal, auch für die etwas neueren Server. Und ja, das Beseelter Sale-Paket war zumindest, wenn es dieses Jahr das gleiche sein sollte, wie es letztes Jahr gewesen ist, dann wären das diese Pakete hier. Ja? Also ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch wieder exakt dieselben Pakete geben wird, aber die gab es zumindest letztes Jahr als beseelter Pakete. Und hier haben wir ja 4 verschiedene Pakete mit 4 verschiedenen Anzahlen von Pilzen und Seelen drin. Ist relativ eintönig, sag ich mal, relativ unspektakulär. Es gibt jetzt nicht abseits von den Seelen noch interessante Ressourcen wie Kristalle, Metalle oder sowas. Oder Sanduhren. Das ist eher nicht der Fall, sondern hier geht es wirklich nur um die Seelen. Ich sag mal so, für Spieler, die die Unterwelt zum Großteil schon durch haben oder komplett durch sind damit, ist das wahrscheinlich eher weniger interessant. Ich sag mal, diese Pakete richten sich dann doch eher an etwas neuere Spieler bzw. neuere Accounts, die auf etwas jüngeren Servern spielen, wo die Unterwelt noch nicht extrem weit ausgebaut ist. Da kann man sagen, okay, das könnte sich für den einen oder anderen lohnen, muss jeder natürlich selbst wissen an der Stelle, ne? Aber ja, das ist dann hauptsächlich dann für die Leute, für die im Late Game spielen, wahrscheinlich eher unrelevant, diese Pakete, ja, weil wir natürlich schon hier soweit maxed out sind, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch schon mal so viel sagen, wenn diese Pakete gelauncht werden und die zur Verfügung stehen, dann wird es auch hier auf YouTube auf jeden Fall wieder ein weiteres Giveaway von mir geben, wo wir dann das letzte Seelenpaket verlosen, beziehungsweise halt eben eine 100er Paysafe-Card raushauen an die Community. Und ja, falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich sehr gerne hier schon mal auf dem Kanal ein kostenloses Abo dalassen, damit ihr auch weiterhin in Zukunft immer über solche Giveaways oder eventuelle Codes, die es auch zu ganz bestimmten Events geben wird, dass ihr sowas in Zukunft auf jeden Fall auch nicht verpasst. Deswegen sehr gerne hier ein kostenloses Abo dalassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, jetzt habt ihr erstmal soweit die News zu den Paketen, beziehungsweise halt auch eben zu dem kommenden Pfingst-Event und dem Hellevator, auf den ich wirklich dieses Mal wirklich extrem gespannt bin. Ja, ich meine, Hellevator ist so oder so immer schon ein ganz cooles Event. Viele feiern den Hellevator sogar noch mehr als den Legendary Dungeon, so von dem Kosten-Nutzen-Verhältnis, was er am Ende des Tages bringt. Ja, wie gesagt, gerade bei den Free-to-Play-Spielern ist dieser dann doch mehr interessant als der Legendary Dungeon, ja, aufgrund seiner Rewards, die er halt eben gibt und wie weit man kommt. Und man bekommt ja auch relativ viele Schlüsselkarten durch Drops oder Creator Codes etc. pp. Also das ist schon auf jeden Fall ganz cool. Und dieser wird jetzt sogar erweitert, bekommt jetzt hier einen sogenannten Höllenangriff, ne? Eine extra Abreibung eurer Gilden. Also da bin ich wirklich extrem gespannt, was es damit auf sich hat. Und ja, wir werden da auf jeden Fall wieder reingehen, wenn es soweit ist. Und wir, die Zeit gekommen ist, werden wir auf jeden Fall den Stream wieder anhauen und das Ganze mal testen, auch für euch dann mal, damit ihr mal so seht, was da so neu ist. Und dann werden wir das dann auch gleich, denke ich mal, auch auf YouTube knallen, damit da die Leute das auch sehen und dann gleich für den nächsten Tag dann Bescheid wissen, wenn es dann auf allen Servern dann, released wird, ne? Genau, und weil auch viele fragen, ey, warum ist das immer ein Tag bei euch früher, beziehungsweise ist das ein Tag länger bei euch oder so? Nee, das ist nicht der Fall. Dadurch, dass wir das halt eben einen Tag früher haben, endet das Event auch einen Tag früher natürlich auch, ne? Also ihr spielt dann den Hellevator oder den Legendary Dungeon in dem Falle dann einen Tag länger als wir, beziehungsweise gleich lang, nur halt eben einen Tag versetzt, ne? Deswegen,
startet das früher natürlich hier bei uns, aber es hört natürlich dann auch wieder ein bisschen früher auf, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt mich noch den Rest der Woche, denke ich mal, noch erholen und ein bisschen zurücklehnen, was das Stream angeht. Wie gesagt, die Videos kommen natürlich weiterhin auf Daily Upload-Basis, ne? Aber mit dem Stream, wie gesagt, dadurch, dass man halt wirklich über längeren Zeitraum da seine Stimme belastet, werde ich da erstmal noch ein bisschen einen kleinen Rückzieher machen, aber hoffentlich dann auch nächste Woche dann wieder ein bisschen gestärkter zurückkommen. Ich denke mal, das ist vernünftig, auch wenn ich wirklich extrem Bock habe auf Stream. Das müsst ihr wirklich glauben, ich habe da im Moment wirklich extrem viel Lust drauf. Ja, aber gut, it is what it is, muss man mit leben und danach geht es aber auf jeden Fall richtig ab. Dann denke ich mal, wird auch sehr viel gestreamt werden, lang mir das natürlich die Zeit auch zulässt, das ist natürlich immer auch so die Sache, ne? Mit dem Pfingst-Event, dann jetzt mit dem Elevator, dann kommt ja jetzt auch bald F12, wo wir dann auch einen Server starten, oder beziehungsweise einen Stream dann zumachen. Sobald ich dann abends wieder da bin, da bin ich nicht direkt ab 16 Uhr da, das hatte ich ja gestern schon im Video erzählt, ne? Und das wird auf jeden Fall auch wieder sehr interessant, weil dann haben wir wieder einen Serverstart in Kombination mit einem Elevator, wodurch der Server, denke ich mal, auch ein bisschen mehr geboostet wird zum Anfang. Und das werden wir uns natürlich auch wieder reinziehen, anschauen und dabei sein und deswegen werden das auf jeden Fall wieder coole Streaming-Tage in Zukunft werden, denke ich mal. Und jetzt seid ihr erstmal soweit wieder informiert über die aktuellen News, was es alles so Neues gibt, was auf euch zukommt die nächsten Wochen, Tage. Und deswegen würde ich sagen, erstmal soweit war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.